Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Cathy Raiden. Ja, in den letzten beiden Folgen haben wir einige neue Dinge erfahren, zum Beispiel das über den roten Mann, auch wenn wir noch nicht wirklich wissen, wer er ist und warum Cathy ihn überhaupt sieht. Aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, wir sind nicht wirklich weitergekommen im Spiel. Auch wenn wir viel Dialog hatten, wie gesagt, ein bisschen was erfahren haben. So richtig weit sind wir nicht gekommen. Und ich habe mir gerade meine Folge von gestern nochmal eben angeschaut und habe überlegt, ob hier vielleicht irgendwo noch was rumliegt und habe so geguckt, habe ich vielleicht irgendwas vergessen, irgendwas übersehen. Aber nein, ich bin da ehrlich gesagt zu gar keinem Ergebnis gekommen. Und ich würde jetzt nochmal zurück zur Klinik gehen, weil ich mir hundertprozentig sicher bin eigentlich, dass wir hier irgendetwas machen können. Wir müssen die Krankenschwester ablenken und wir haben mit ihm nach wie vor die ganzen Dialoge über seine Schauspielkarriere, in Anführungsstrichen. Ich meine, das steht ja nicht... Ja, das steht ja nicht umsonst da. Karriere im Showgeschäft, Live-Darbietung. Hey. Er muss... Sure. Ja, Any suggestions? irgendwelche Vorschläge. Er muss irgendeine Live-Darbietung bringen, damit die Krankenschwester abgelenkt ist. Aber wir haben alles schon ausprobiert. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Das Schweigen von Lambert, das war mit diesem Typen, der irgendwie nicht gesprochen hat und seine Liebste mit Zeichensprache... Ja, keine Ahnung, irgendwie... Wie war das noch? Auf jeden Fall irgendwas mit Zeichensprache. Eine verhängnisvolle Blase, das war der Typ, der erst nicht gepinkelt hat und dann eine Liebesbeziehung zu seiner Blase hatte und die hat er Jenny genannt. Das war ja so meine erste Vermutung und irgendwie ist das immer noch meine Vermutung, dass die Trulla an der Rezeption Jenny heißt und dass sie das irgendwie beeindruckt, aber wir hatten das ja schon. Die üblichen Überraschungen, das waren dieser Film aus mehreren Perspektiven. Jäger des verlorenen Haupthaars war der Typ, der irgendwie eine Haartransplantation oder so hatte. So, What about it? Passt mal auf. Also, das war der, das war der mit der I'm not sure I Blase. want. Jacob's bladder. The tragic story of Jacob Cobb, a schizophrenic during long and joyful monologues. Sadly, before Jacob has a chance to elope with his sweetheart, he gets committed to an asylum after a big fight with his paramour. Jacob refuses to pee for a week. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir ihn dazu bringen, dass er dahin pinkelt oder so? Ich weiß ja nicht. Und dass die Krankenschwester dann voll empört ist. Aber wir haben nichts zu trinken dabei. Hier steht auch nirgendwo was rum. Ich weiß es nicht. Oder aber können wir ihn dazu bringen, dass er Zeichensprache macht. Aber wie sollen wir ihn dazu bringen? Tell me about. Lawrence Lambert, a real estate agent, suddenly turns for weeks. He tries to communicate with customers using a self-invented sign language, only to realize that he marries his housekeeper, who only knows 2 words in English, yes. And in the end, Lawrence dies of a heart attack in the arm based on a true story. Das ergibt keinen Sinn. Oder können wir ihn dazu bringen, dass er einen Herzinfarkt... Das wollen wir nicht, ne? Verhängnisvolle Blase. Was war das nochmal? A lighthearted comedy taking place during a surprise birthday party. The story is told from 8 different perspectives to keep the audience guessing who the protagonist. The movie ends with the biggest surprise of them all. Sid suddenly dies of an epileptic. Epileptischer I Anfall. guess it's more of a dark. Ja, schwarzer Humor. Epileptischer Anfall. Können wir den denn irgendwie verursachen? Natural bald kid. It's a dystopian vision of the future where people are valued by the quality of their hair. Das The ergibt überhaupt keinen protagonist, Eddie Sinn. Zephyr, turns bald and high. One day, he has simply had enough of all the tea. Eddie makes his way to Mexico for an illegal... Okay, haben wir? Moment mal, nochmal zurück. Oh, never mind. Aber not wir the haben ja auch coaching kein type. Messer oder so, ne? Gehen. Okay, I'm off. Bye! Wir haben ja auch kein Messer oder irgendwas. Ach, Moment. Wir haben den Elektroschocker, ne? I could, but only if I had a really good reason. Ach, wenn sie einen guten Grund hätte. Hey, doofus. Moment. Oh, hi! Live-Darbietung. Hey. Sure? So, der mit dem epileptischen Anfall. Am ehesten. Also Schweigen ergibt keinen Sinn, das mit der Blase ergibt keinen Sinn. Und das mit dem Herzinfarkt auch nicht. Dann am ehesten das. How about Business... Okay. Die Frage ist jetzt nur, ob wir überhaupt was mit ihm machen können, also mit ihm interagieren können, während er da am Quatschen ist. Habe ich das nicht auch schon ausprobiert? Ich meine, ja. Aber
das wäre jetzt noch eine Idee. I can't believe you guys did all this for me. Sie kann mit ihm You know, quatschen. what's this I don't smell? want to. Bacon? Ich will die Show nicht Oh, Bobby, unterbrechen. my head hurts. I'm seizing. Es geht. Alter. Nurse, he's seizing. Oh shit. Oh mein Gott. Oh nee, oder? Ey, was? Man, I feel like a total jackass. I'll have to make it up to the poor guy later. Okay. Oh, das war aber jetzt krass, oder? Also ich meine, oh Gott, seid ihr da schnell drauf gekommen? Ich habe 2 Folgen Employee of the gebraucht. month, Carlita Mendez. What a joke. It's that obnoxious nurse. Carlita Mendes, okay. So, Computer. Eieiei, haben wir dem armen Typen... Ach Gott, okay, die Bootdiskette. Haben wir dem armen Typen dann Elektroschock verpasst? Was zur Hölle? Wie gemein, ey, der Arme. So, Bootdiskette, ja bitte. So. Speicher wird überprüft, das ist schon mal gut. Wechselmedium wird überprüft, das ist sogar noch besser. Diskette gefunden, das ist noch viel, viel besser. Und? So, Festplatte beschädigen, nein. Administratorpasswort extrahieren, ja. So, Erfolg. Benutzer ist C. Mendes, okay. Und Passwort ist Otorgador. C. Mendes. Otorgador. Otorgador, alles klar. So, probieren wir es nochmal. Ja, geht so. Also C. Mendes. Wie war das jetzt? Otorgador? Otorgador? Was zur Hölle? Oh, medizinische Datenbank. Können wir da jetzt eingeben? Oder wahrscheinlich so, ne? Wait, Charles. Sag mal, kann ich auch tippen heute? Charles? Wahrscheinlich so rum, oder? Oder Charles Wade. Man sucht doch immer nach dem Nachnamen. Keine Patientenunterlagen gefunden. Alter, überall ist nach Nachname sortiert. Charles Wade. So, suchen. Oh. Geboren am 24.08.24. Was ist... Ach, gestorben, natürlich. Noch nicht, noch ist er lebendig. 24.08.95, überwiesen von Dr. A. Friedman. Aha, St. Francis Medical Center. Okay, kann ich hier ganz normal runterscrollen oder kann ich das hier ziehen oder wie funktioniert der Hase? Ach so. So, bei dem Patienten wurde erfolgreich ein invasiver Eingriff am offenen Herzen durchgeführt. Oh, er wurde auf eigene Bitte hin in diese Einrichtung verlegt. Die Prognose ist positiv und der Patient sollte erwartungsgemäß in 6 bis 8 Wochen vollkommen genesen sein. Okay, Raum 6b, Status stabil. Okay. Okay, so, können wir uns hier noch ein bisschen umschauen? Können wir uns die Akten noch Rows ansehen? and columns of files. Probably easier. Achso, gut, das hat sie schon gesagt. So, was war das 6b, ne? Da bin ich jetzt gespannt. Vor allem, wo ist die Krankenschwester mit dem hingegangen? Muss die keinen Arzt rufen und sich dann wieder hier hinsetzen? Hat wahrscheinlich keinen Bock drauf, ne? Oh, was? It's all right, Claude. Understood, sir. Okay. Hat der hier seinen eigenen Security-Typen? So, you managed to find me. I did. Well, let's get this over with then. How do you want your pictures? Shall I get some tubes to fill my face with? Will that suffice for your front page? I'm no journalist. Well, not yet anyway. She's but a cub. So, you're hoping for your big break. Surely this must be worth an internship at one of the big papers. Do you want me to call Thompson at the Times and get it over with? I still play golf with him every once in a while. Darum geht es nicht, es ist persönlich. Sie stellen viele Mutmaßungen an, Mr. Wade. Ich brauche keine Gefälligkeiten, ich gehe meinen eigenen Weg. That's not what this is about. It's personal. Sounds serious. Perhaps I should ask Claude to produce his gun. Was? You know, Charles, the person most likely to be harmed by a gun tends to be its owner. Very true. That's something the Japs who captured me learned the hard way. Did my grandfather bail you out then too, or was that one of the few times where he didn't save your sorry ass? Hold on there. Explain yourself. You're willing to listen to something other than your own voice? I'm stunned.
I'm Kathy Rain. Joseph was my grandfather. Da sagt er nichts Now mehr. I remember. You were at the funeral. I was. You were late. I needed my morning smoke. Besides, it's not like Grandpa was going anywhere. Oh, just look at her, Claude. She's absolutely fearless. That's Joseph's blood running through her veins. She certainly has a smart mouth, sir. I must say, you have me intrigued, Kathy. What can this old man help you with? So, dann werden wir mal unsere Fragen stellen. Do you know anything about what happened to my grandfather in 81? I wish I did, Kathy. You must know I did everything in my power to help. How do you think Mary Elizabeth could afford all that expensive treatment? MRIs, neurologists, say what you will about Joseph. But he was never rich. Strange. Grandma never mentioned that to me. She's just too proud. At first she refused. She was convinced that I had an agenda, that there were strings attached. And were there? Don't be silly. Despite all that had happened, I still loved Joseph dearly. I wanted to help. People from places like this have a deeply rooted mistrust in the rich, passed on for generations. In her eyes, I had become one of them. So that's all you know about the whole affair? Are you implying that there's more to know? I left the diagnosis to the professionals. Mrs. Rain accepted the health care, but asked me to stay out of everything else. So I did. I see. What can you tell me about your friendship with Grandpa? Joseph was the best friend I ever had. We grew up together, married our high school sweethearts together, went to war together. I can't even begin to count the number of times he's saved my life. I repaid the favor once or twice, but he came up ahead, no doubt. So, when did you two lose touch? I heard that something happened between you and him. What was it? The truth is, Brian Rain happened. Sharon Evans happened. My parents? Yes. They ruined everything with their vile, destructive behavior. Okay. I couldn't have that around my daughter or my newborn grandson. Joseph was naive. He believed that anyone could be helped, that anyone could be reasoned with, given a chance. He was just too good, bless him. He should have been harder on Brian, more strict. Ihm zustimmen, dass strenge das Richtige gewesen wäre. Ihm sagen, dass Großvater keine Schuld trifft oder nicht sagen. Ich weiß es nicht. Nicht sagen. So our family started drifting apart. Eventually my company grew much too large for this little town, and we moved on. Not long after that, your grandfather ended up in that wheelchair. That marked the end of our friendship, for obvious reasons. Okay, Lily Myers. You bought a number of paintings by Lily Myers. Why? I'm known to dabble in art from time to time. Martha, my wife at the time, was enamored with the paintings. I believe she first saw them at the high school which the Myers girl attended. Anyway, after the poor girl killed herself, I bought the paintings speculatively. Okay, When a young da artist bin ich with mir nicht any sicher, ob das talent to stimmt. speak of commits suicide, it can be a wet dream of certain connoisseurs. Shortly after procuring the art, I had it valued by an expert who determined that the value was 3 times the amount I bought it for. Was? Today, I'm sure I would have made my money back tenfold or more if it wasn't for the art theft. Ach What so? art theft? There was a burglary at the mansion I used to own here in town. It was all over the local news at the time. Well, shit. Eloquently put. Okay, jetzt glaube ich ihm doch irgendwie. Das ist jetzt weg. Lillys Kunst gestohlen. Okay, wir fragen aber erstmal nach Cocky. Do you recognize the call sign Cocky? Would be strange if I didn't, since I was the one who coined it. It belongs to a fellow named Jimmy Cochran. He was a coward, really.
The nickname is somewhat of a bad joke. Perfect. Thanks. Also war das der dritte Mann im Bunde. Das verschwindet jetzt auch und wird vermutlich gegen den Namen ersetzt. Jimmy Cochran. Okay. Tell me about Jimmy Cochran. Is he still alive? In a literal sense, he's been held in a mental institution for years. Let me guess. Since 81? Either 82 or 83. I'm fairly certain it was early 83. Do you remember the name of the institution? Something starting with an E. Emerson, Everton, or similar. Ingstrom? Ingstrom Psychiatric Hospital? Yes, that's the one. You know the place, Kathy. Da ist die Mutter. Da ist die Mutter. Ihm die Wahrheit über Mom erzählen. Etwas erfinden. Nee, ich sag die Wahrheit. I do. My mother is in there. Sharon Evans? I had her committed about a year ago. I see. It must have taken a lot of courage to do that, Kathy. Mothers have a lot of power over us. More than most of us care to admit. I guess so. Do you know why Jimmy ended up in there? Some obsessive-compulsive syndrome. He became fixated with circles and started hurting himself, trying to scratch the circles out of his head. Creepy. I wonder what set him off. I think I'll check the place out tomorrow. Too late to head back to the city now. Can you tell me about the art theft? Well, somebody broke in, stole the paintings, and got out. Fairly clumsy job. Lots of broken windows. The strangest thing was that I had a Monet, a Rembrandt, and 2 paintings by Picasso, untouched. But every single painting by an unknown local artist, gone. That can't be a coincidence. Agreed. Somebody wanted those paintings badly. I assume there was an investigation. Yes, Sheriff Truman came by with his deputy a few hours later, but they didn't have much luck. They found a few hairs, which turned out to be from Ruffles, the family dog. Okay. Some stunning police work right there. Indeed. There was a single witness, though, who said he could make out multiple burglars leaving the scene of the crime, but nothing more than that. So, I take it the case was closed? Yes. I honestly didn't care much one way or the other, given the fact that my most expensive pieces were safe and sound. I think I'll have a chat with the sheriff about the matter, if that's okay with you. Certainly. I'll call ahead and instruct him to give you everything you need. That'd be great. Thanks, Charles. Anytime. But I'm curious, what's your interest in the paintings? I've learned that my grandfather went to Sue and asked to see them, right before he had his injury. Is that so? Strange. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die Kirche was damit zu tun hat, ne? Echt jetzt? What can you tell me about the Church of the Holy Trinity? They seem like any other church to me. Das But then glaub ich again, nicht. I'm not their usual clientele. Weddings, baptisms, and funerals are just about what I can muster. And I always leave early. I don't need to ask him about that. Gut. Sonst haben wir nichts mehr. Was können wir ihm zeigen? Do Das you Foto. recognize this, Charles? Of course. Your grandfather, me, Jimmy Cochran, taken shortly before we went to the war. You guys look like you just won the lottery or something. Indeed. We were mere children, with no concept of what we were getting into. So, was haben wir noch? Den Schlüssel? Do you know what this key opens? You must be truly desperate if you ask random people a question like Ja, that. das stimmt allerdings. Ich bin ein bisschen verzweifelt. So, Bootdiskette nicht. Das Bild. What do you see in this picture, Charles? Fireflies would be my best guess. They can grow terribly large around these parts. Okay, was sagt er dazu? Do you know what this is? A flower. Why don't you consult a botanist instead of bothering me with this nonsense? Okay. Gut. So, dann würde ich sagen, war's das, ne? Thanks, Charles. That's all I need for now. You're welcome, Kathy. Come back anytime. Okay. Ja, so unfreundlich war der jetzt gar nicht, ne? Der hat ja doch noch einige Infos Private gegeben. phone. Wade must get special privileges here. Ja, das sieht man doch schon, dass der hier besondere Privilegien genießt. Just some boring landscape paintings. Looks like Wade brought some of his old tombs with him.
Okay, können wir uns anschauen, was das ist? Nein. Können wir mit ihm sprechen, mit Claude? That guy is huge. I wonder how many cows he eats per day. Wahrscheinlich ist er... I'd rather not. He'd crush me like a twig. Veganer. Was hat sie gesagt? Ich habe jetzt... Sorry. I'd rather not. He'd crush me like a twig. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt und statten mal wieder dem Sheriff einen Besuch ab, der uns dann hoffentlich erzählt, wer dieser eine besagte Zeuge war. So, hier hat sich noch nichts getan, ne? Ist der Guba denn wohl wieder draußen? Oder wird er hier noch notärztlich behandelt? Ich will es nicht hoffen. Aber gut, Leute, ich bin froh. Wir sind endlich hier weitergekommen. Echt jetzt. Wobei, das war schon mies, ne? Also, es war schon mies. Also, einen epileptischen Anfall auslösen, beziehungsweise das Ganze so aussehen lassen, mit einem Elektroschocker? Na, ich weiß ja nicht. Aber gut, jetzt haben wir es hingekriegt, auch wenn es gedauert hat. Jetzt kommen wir hoffentlich... Nein, ich möchte nicht zum Schreibtisch. Jetzt kommen wir hoffentlich weiter. Lenny, mit dir möchte ich gerade nicht sprechen. Du kannst mir wahrscheinlich nicht helfen. Und der Sheriff hat sowieso wieder keine Lust auf mich. Ich meine, ich kenne ihn doch, ne? Hello, Sheriff. Ich habe ein paar Fragen, wenn es unbedingt sein muss. Do you know who Jimmy Cochran is? Nope. Das glaube ich ihm nicht. Do you know anything about the art theft in the Wade estate? Obwohl doch, der ist ja gar nicht so lange hier. Yes, Mr. Wade phoned ahead about that. Lenny, Yes, boss. get the report from the burglary in the Wade estate back in '86. On it, boss. There you go, Kathy. Thanks, buddy. Oh, sehr schön. Polizeibericht, Raub. Was haben wir denn da? 11.03.1986, 1:12 Uhr. Der Alarm auf dem Wade-Anwesen wurde ausgelöst. Das Haus steht derzeit leer. Die Polizei wurde von den Nachbarn herbeigerufen. Gleicher Tag, 2:04 Uhr. Beamte erscheinen am Tatort. Mehrere eingeschlagene Fenster können entdeckt werden. Bei der Durchsuchung des Anwesens und des umgebenden Geländes kann keine Spur der Täter ausfindig gemacht werden. Nächster Tag, 2:20 Uhr. Ein einzelner Zeuge, identifiziert als Franklin Goldfarb, berichtet, dass mehrere Diebe den Tatort verlassen haben. Einen Monat später, Charles Wade kommt in Conwell Springs an, um eine offizielle Stellungnahme abzugeben. Nachdem er das Haus inspiziert hat, berichtet er, dass Gemälde im Wert von über $15.000 gestohlen wurden. 26.04. Die fraglichen Kunstwerke sind noch nicht in Kreisen aufgetaucht, die normalerweise mit gestohlenen Waren in Verbindung gebracht werden. Untersuchung wird eingestellt, da keine weiteren Hinweise aufgetaucht sind. Okay. Gut. I gotta Dann, find this Goldfarb guy. Maybe he knows more about the burglary. ja, ich würde jetzt erstmal sagen, genau, dass wir den Sheriff direkt mal danach fragen, ne? Lenny könnten wir auch fragen, aber der ist ja doch noch ein bisschen jung, ne? Also auf jeden Fall mal ihn. Wenn er jetzt bereit ist, uns hier alle Informationen zu geben, weil er Charles Wade gesagt hat, Hello, dass er Sheriff. das tun soll, dann ist das doch ganz fantastisch. Does the name Franklin Goldfarb mean anything to you? Never heard of him. Anything else? Was? Bist ihr sicher? That's all for now. Good. Bist ihr sicher? Oder ist es vielleicht... Passt das vom Alter her? Ist das vielleicht der echte Name von diesem Guba-Typen? Ich habe keine Ahnung. Was sagt Lenny? Hey, Lenny. Hello, Kathy. So, was haben wir denn... Ah, können wir auch nochmal nachfragen? Do you know who Aber Jimmy weiß er Cochran vermutlich is? nicht. Not really, Kathy. okay. Sorry. Was weiß er darüber? Nah, I don't want Okay. to. Does the name Franklin Goldfarb mean anything to you? Sounds familiar, but I can't place him. Okay, das ist doch bestimmt Well, der gotta go. Obdachlose, obwohl... See ya. Nee, wenn es der Obdachlose wäre, jetzt mal ganz ehrlich, dann wüssten die das doch, weil die haben den doch hier gefangen gehalten. Dann müssen die doch den kompletten Namen wissen. Okay. Ja, wen können wir jetzt danach noch fragen? Die Großmutter, den Priester? Wir können noch mal zum Krankenhaus gucken, ob der Typ hier vorne wieder sitzt. Das ist jetzt noch eine Option. Nein, tut er nicht. Okay, das bedeutet, wir gehen direkt wieder und fragen mal den Priester. Vielleicht hat der ja auch irgendetwas über den Kunstraub mitbekommen. Kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Wer weiß, was hier so vor sich geht in so einem kleinen Städtchen und wer da welche Infos hat. Hello, Isaac. I'm all ears. So, ich bin ganz Ohr. Do you know who Jimmy Cochran is? I don't recognize that Okay. name. No. Gut.
Do you know anything about an art theft at the Wade estate in the 80s? I have just a vague memory of reading about it in the paper. Do you know who Franklin Goldfarb is? I am afraid not, my child. Okay, nee, das müssen wir ihm nicht zeigen. That's all I need for now, Father. Gut, May the Lord... dann würde ich sagen, war's das erstmal. Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir zur... Hallo, gehst du mal weiter? Gehen wir zur Großmutter? Ich meine, die lebt doch auch schon lange hier, ne? Die könnte das auch wissen. Da haben wir nur das Naturschutzgebiet. Da waren wir jetzt, Hütte am See. Könnten wir natürlich auch nachfragen. Wollen wir erstmal dahin und die Sue fragen? Vielleicht weiß die das ja. Ich meine, wenn der Typ die Gemälde geklaut hat... wenn der Typ das gesehen hat, also ich weiß ja nicht. Ich frage einfach mal. Vielleicht ist der Nate ja auch schon wieder da. Oh, it's you. So, da bin ich jetzt gespannt. Vielleicht weiß sie ja auch noch gar nicht, dass die Kunstwerke gestohlen wurden. Natürlich weiß sie das nicht, sonst hätte sie es ja schon längst gesagt. Gehe ich mal von aus, ne? Das hätte sie ja nicht I verschwiegen. had a few... So, dann fragen wir erstmal nach ihm. I don't need to ask her Okay, about... gut. Did you know that somebody stole Lily's paintings from Wade? Huh? I knew he got robbed a few years back, but I thought he still had them all. Okay. Gut. Does the name Franklin Goldfarb mean anything to you? You mean Goober? Nobody calls him Ich Franklin wusste es, anymore. der ist es. Oh, that's Goober's real name? Ah, Gotcha. natürlich, Leute. Ich weiß, was wir tun müssen. Klar. I think I'm Jetzt gonna head haben wir off es now. schwarz auf weiß, Sure dass er thing, das little ist. cat. Come back anytime. Es wundert mich aber, dass weder der Sheriff noch der Lenny das wissen, wo die doch bestimmt seine Personalien aufgenommen haben. Aber okay. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich weiß schon, was ich in der nächsten Folge zu Anfang mache. Da gehen wir ins Krankenhaus und können vielleicht noch mal ein bisschen am PC rumforschen. Wir wissen jetzt den Namen und werden da hoffentlich noch ein bisschen was über ihn erfahren, beziehungsweise erfahren, in welchem Zimmer er liegt und können dann bestimmt mit ihm quatschen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.